Sie haben vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass in Ihrer Jugend die vorherrschende Meinung dahin ging, in der Musik oder mit dem Erlebnis von Musik vorzugsweise das Erlebnis von Bilderwelten zu verbinden. Jetzt haben Sie von der menschlichen Aussage am Schluss eines Werks gesprochen. Gibt es für Sie so etwas, das am Schluss bestimmter großer Werke, auf die Sie ja abgehoben haben, große menschliche Aussagen stehen? Ja, ganz bestimmt. Schauen Sie zum Beispiel, ich glaube, ein ziemlich wichtiger Beitrag dazu ist, wie sich die großen Komponisten mit in ihren Messen und Requiem-Literatur mit dem Problem des Glaubens auseinandergesetzt haben. Die immer wiederkehrenden Worttexte über das Credo, zum Beispiel über die Menschwerden, über die Kreuzigung. Es gibt doch nicht eigentlich einen gültigen Kanon davor, wie das auszudrücken sein sollte. Und man müsste doch eigentlich fast glauben, dass gerade diese Glaubenssätze in einer Weise dargestellt werden können. Aber schauen Sie sich eine Messe in der Missa Solemnis an oder bei Mozart, und es sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Bruckner ganz besonders. Ne? Aber ich glaube, um das geht es gar nicht so sehr. Es geht darum, dass die Darstellung eine tiefmenschliche Aussage ist und zu der gemacht werden kann durch die Interpretation. Und dann wird sie, ich glaube, viel gültiger sein als etwas, was, wenn ich noch einmal auf dieses Thema zurückkomme, als die fast gleichmäßige Aussage, die die Bildersprache hört, also die Malerei. Denn wir haben wahrscheinlich heute von den religiösen Dingen eine völlig andere Vorstellung, als diese Zeit gehabt hat. Die Gottvater mit einem weißen Bart auf einer Wolke thronet, das ist für uns heute kaum vorstellbar mehr. Bitte natürlich nichts gegen den ewigen Wert der Bilder als solchen auszusagen, aber unsere Vorstellung ist ganz bestimmt eine andere heute. Darf ich Sie dann fragen, sind Sie ein religiöser Mensch? Ja, in dieser Weise schon. Ich meine, aber nicht mit eben, wie gesagt, mit einer Bildersprache, die mir einfach vollkommen überholt scheint. Und die Ewigkeitswerte sind genauso in der Eroica oder wo es aber ist. Ich brauche nicht notwendigerweise an Napoleon zu denken, sondern an ganz andere Dinge. Wenn man sich zum Beispiel gerade mit der Gedankenwelt von Beethoven auseinandersetzt und eigentlich die Harmonie bei ihm ist ja zum Beispiel in der 5. oder in der Eroica, in der Dreiklangzerlegung, ich könnte das anhand einer Analyse vormachen, so, dass er sich eigentlich immer nur mit diesem Thema grundlegend auseinandersetzt. Und daran eigentlich an einem einzelnen Takt eine ganze Symphonie aufbaut. Schauen Sie, wir wissen ganz genau, wie er sich mit das Schaffen riesig schwer gemacht hat. Er hat an einer Dreiklangzerlegung wochenlang herumskizziert und so weiter. Es ging ihm eben darum, da die Harmonie seiner Welt zu finden. Im besten Sinn des Wortes gesagt. Und das ist zum Beispiel der zweite Satz der 5. geht ja letzten Endes darum, dass aus einem Dreiklang eine Oktave wird. Und wenn die erreicht ist, dann ist der Satz aus, weil die vollkommene Abrundung erreicht ist. Wenn ich das zusammenfassen darf, was Sie sagten über diese Annäherung an ein Werk, über das Einfühlen, möchte ich einmal sagen, in den geistigen Gehalt dieses Werks, dann geht doch eigentlich daraus hervor, dass das Dirigieren im Umherreisen, wie es ja ausgeübt wird, an verschiedenen Orchestern, dass dies auf diese Weise nicht gelingen kann. Ist das einer der Gründe dafür, warum Sie sich, ich möchte fast sagen, völlig auf ein Orchester konzentriert haben? Ja, ganz bestimmt. Ich habe riesig darunter gelitten. Es musste sein, natürlich am Anfang, aber in dem Moment, wo die Möglichkeit war, wie es jetzt hier ist, dass man sein eigenes Orchester, das man kennt, das man jetzt 20 Jahre lang gehegt und gepflegt hat, ist es selbstverständlich, dass ich nicht mehr das geringste Bedürfnis habe. Ich habe ehrlich gesagt sehr darunter gelitten. Weil es nicht möglich ist, bei einem solchen Gastkonzert mit wenigen Proben einzudringen. Schauen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Neulich haben wir, es ist nicht das erste Mal, schon das 4. Mal, die 3 Stücke von Berg gespielt. Berg, ja. Dieses Stück, das also ganz kurz vor Ausbruch
des Ersten Weltkriegs fertig geworden ist und das in einer geradezu hellseherischen Weise die ungeheure Katastrophe schon eigentlich im Voraus nimmt. Das ist ja das Zeichen der großen Genies, dass sie ihrer Zeit so weit vorausleben, dass sie irgendwo im Gefühl haben, was geschehen wird. Und es ist immer heute noch so erschütternd. Vielleicht hat man es damals gar nicht begriffen. Ja, aber was ist mit dem Stück geschehen? Wir haben es einmal also für eine gewisse Konzertreife probiert. Dann haben wir es liegen lassen. Wir haben es auf eine Reise mitgenommen. Wir haben es ein zweites Mal gemacht und immer wieder. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 50 Stunden an ein 12-Minuten-Werk gegeben. Nun rechnen Sie sich aus, was irgendein Dirigent, der das mit einem fremden Orchester macht. Er hat 3 Proben dafür zur Verfügung. Und auf das Stück fallen vielleicht, wenn es hochkommt, 3 Stunden zu 50. Und heute wissen wir erst, dass wir irgendwo vielleicht in die Nähe gekommen sind. Das Orchester sagt ja, jedes Mal wird es interessanter. Wir hören nicht nur uns selbst, wir hören alles, was neben uns und vor uns ist. Und auf einmal versteht man das Stück. Und es ist wirklich irgendwo faszinierend zu sehen, wie es langsam wächst. Und auf einmal kommt der innere Sinn heraus, ohne dass man etwas sagen muss. Das ist einfach mit dem normalen Konzertbetrieb, der ja in dieser Weise völlig falsch liegt. Das ist mir ganz klar. Aber ich bin nicht dazu da, darüber zu rechnen, nur ich tue es einfach nicht. Ne? Aber Sie haben es auch einmal tun müssen. Ja, aber eigentlich sehr wenig. Ja. Ich war immer und ich hatte zum Unterschied von vielen und gerade jungen Dirigenten, ich hatte immer ein Orchester und ich sage es auch immer wieder meinen Schülern, ihr müsst etwas haben, worin ihr verwurzelt seid. Alles andere ist dann bestimmt zuerst vom Beruf aus notwendig. Maßgebend ist die Bindung an eine Sache und vor allem mal aus einem ganz anderen Grund. Wenn man nicht lernt, etwas, da sind wir wieder beim menschlichen Ausdruck, von sich aus zu geben und dafür auch das im Kontakt mit einem Orchester das wieder zu bekommen. Wenn man das nicht lernt und im Grunde genommen das nur als eine Masse von 100 Menschen ansieht, die das zu tun haben, was sie ihnen sagen, dann wird man zum wahren Glück des Musizierens nie kommen. Das heißt, das ist hier und das ist vielleicht noch stärker bei der Arbeit mit Chören. Da, wo die interpretatorische Meinung und der wiedergebende Wille nicht noch über ein Instrument abgeleitet werden muss, sondern direkt aus der Kehle kommt, das ist nur zu machen. Ein Chor singt für einen Dirigenten und nicht, weil er dasteht und dirigiert. Für einen, das heißt, weil sie menschlich mit ihm verbunden sind. Sehen Sie, da drüben ist ein Tablett, das habe ich bekommen vor kurzer Zeit, das war mein 25. Wirken mit dem Singverein. Wiener Singverein. Mit dem Wiener Singverein. Und dieses Tablett ist eingraviert, also der Europa, und die Plätze, wo wir waren, wie oft wir waren. Ja, wir haben jetzt das 150. Konzert zusammengebracht. Und natürlicherweise hat der Chor in seiner Struktur etwas sich geändert. Im Geist ist er natürlich derselbe geblieben, obwohl jüngere Menschen hereingekommen sind. Und wenn sie singen, dann haben sie das Gefühl, sie singen wirklich für sie und mit ihnen zusammen. Und ich finde, das muss man wirklich erfahren und erlebt haben. Sonst weiß man nicht, wie schön der ganze Beruf ist. Das heißt also, jeder Dirigent muss sich an ein solches Orchester oder einen Chor binden, an ein für ihn da sein, wie der Chor oder das Orchester für ihn da ist. Mir ist ein Zitat vor Augen gekommen, wo Sie einmal gesagt haben sollte ich vielleicht sagen, es wird Ihnen zugeschrieben, dass um die Zeit, als der Ruf sozusagen an Sie erging, der Chef der Berliner Philharmoniker zu werden, dass Sie gesagt haben, dieses bedeutet Ihnen sehr, sehr viel, vielleicht das meiste, was es überhaupt gäbe. Ich weiß nicht, ob dieses Zitat richtig ist, aber hat es Ihnen so viel bedeutet, gerade an die Spitze dieses Orchesters zu treten? Es war seit dem Jahr 38, wie ich das erste Mal zusammen mit dem Orchester gekommen bin. Ich hatte immerhin doch da schon die großen Orchester dirigiert und ich weiß, das hat mich wie ein Schlag getroffen. Ich habe gesagt, das ist das Einzige, was ich wirklich will und bitte... Ich bin meinem Schicksal ungeheuer dankbar, dass es mir diese Möglichkeit gegeben hat. Aber ich wäre wahrscheinlich überall auf der Welt herumgefahren und hätte gesagt, ja, im Grunde genommen, das war eine Bindung vom ersten Mal ab. Das mit einer Prägnanz und mit einer Sicherheit, die man gar nicht sagen kann. Und an dem Tag, wo das wirklich war, habe ich mich innerlich gegen eine Wand gelehnt, als eine Stütze und war glücklich.
Sie sagen, das hat Sie also zum ersten Mal 1938, das hat Sie also wie ein Schlag getroffen. Worauf führen Sie das zurück? Die Präzision oder die Tradition? Oder ist es überhaupt zu beschreiben? Worauf führen Sie es zurück, dass Sie eine Frau kennenlernen? War es ein solches, würden Sie es damit vergleichen wollen? Ja, ganz genau. Das ist irgendwo, da ist eine Verbindung da, die kann man nicht analysieren. Sie ist einfach da und sie ist stärker wie alles andere. Als Sie dann das Orchester endgültig übernommen haben, voll übernommen haben, ist dann aus dieser, wie soll ich sagen, aus der Liebesbegegnung allmählich, könnte man das so vergleichen, jetzt eine Ehe geworden, ein viel mehr wie das eigentlich noch. Das ist wirklich so, weil man zusammen denkt, zusammen fühlt, sich zusammen Sorgen macht und zusammen vor allem einmal. Und das ist schwer zu erklären für den, der es nicht erlebt hat. Wenn Sie an den guten Abenden zusammen die Schönheit eines Werkes erleben und die Dankbarkeit des einen gegen den anderen, dass er Ihnen das erleben lässt, das ist ja eigentlich das Schönste daran. Der Laie stellt sich aber doch gerade Dirigenten immer als eine Art Dompteure vor, die ein Orchester dressieren, regelrecht abrichten, zwingen, in den Griff bekommen, zu unendlicher Präzision erziehen. Das sind so Vorstellungen, die im Schwange sind. Ich weiß nicht, durch wessen Schuld sie im Schwange sind, aber sie sind bei vielen Leuten ausgeprägt. Und Sie würden sagen, dass gerade so etwas am Wesen des Dirigenten völlig vorbeigeht. Ja, da müsste so jemand in eine unserer Proben kommen und er würde sehen, dass das vollkommen das Gegenteil ist. Das ist manchmal so, wie zwei Freunde sich zusammensetzen, um ein Buch gemeinsam zu lesen und sich das zu fragen, was empfindest du dabei? Wenn es in dem Sinn eine wirkliche Zusammenarbeit gibt, dann ist es bei uns der Fall. Ich weiß, ich habe vielleicht auch so angefangen. Es war früher auch vielleicht mehr. Wir dürfen nicht vergessen, die Erziehung war eine andere, auch die Erziehung der Orchester war eine andere. Heute ist ja einfach schon die ganze Allgemeinbildung und natürlich die musikalische Ausbildung eine ganz andere. Und man kann ganz andere Dinge erwarten, die vielleicht früher nicht möglich waren. Und vergessen Sie eines nicht. Das ist vielleicht in den ersten Proben mit einem Orchester ist es ja so, dass effektiv nur einer reden kann und die anderen tun das. Aber wir sind ja jetzt 19 Jahre zusammen. Und an vielen Dingen haben wir vielleicht 70, 80, 90 Mal zusammen erlebt. Da wird natürlich die Arbeit eine viel intensivere, aber eine viel subtilere. Und die braucht dann eben den Kontakt und das Wissen, was man zusammen schon geleistet und erlebt hat und dann sich zu fragen, wo fehlt es jetzt noch? Das ist mehr eine Diskussion über etwas und dann sage ich, also bei irgendetwas war das so, wir wollen versuchen, da jetzt eine Lösung und einen Ausdruck dafür zu finden. Das wird eben dann mit den Jahren immer subtiler und natürlicherweise viel schöner, weil man über die gewissen, wollen wir sagen, Grundvoraussetzungen überhaupt nicht mehr zu reden hat, die sind selbstverständlich da.